So, having finished this, I'd like to go through some important documents. So, ich möchte jetzt durch ein paar wichtige Dokumente durchgehen hier. So, you remember that I was saying that after you connect with people and you share the gospel, you start a discipleship path. Und ihr erinnert euch, ich habe gesagt, wenn ihr mit Leuten in Verbindung gekommen seid und sie sich bekehrt haben, dass ihr in diesen Jüngerschaftsweg, Pfad You are hineinkommt. asking, okay, so when we have someone that has a yellow light or that is just showing interest in Jesus, Oder wenn wir jetzt jemand haben, der nur so ein gelbes Licht hat, das heißt also, er hat Interesse an Jesus, what do you do with them? was machen wir mit denen? And I explained to you, we gather every week and we go through the 3/3 process. Wir treffen uns jede Woche, wir gehen durch diesen Drittelprozess. And the stories that we are sharing in the second third Und im Mittelteil, im zweiten Drittel, die Geschichten, die wir uns da anschauen, are the 7 stories of hope. das sind die 7 Geschichten von der Hoffnung. No, there are not stories that a poet wrote. Das sind jetzt keine Geschichten, die irgendein Dichter geschrieben hat. It's simply a discovery Bible study to lead people that are far from Jesus and bring them close to Jesus. Sondern es ist einfach ein entdeckendes Bibelstudium, um Leute, die weit weg sind von Gott, zu ihm hinzubringen. And you might ask, Julio, why does it sound like you have an answer for every single situation or every single problem that we might have when we want to plant churches? Und du fragst vielleicht, oh, warum, Julio, hast du scheinbar für jede Frage, die irgendwie auftaucht im Zusammenhang mit Gemeindegründung, immer gleich eine Antwort parat? And my answer is that I got good help. Meine Antwort ist, ich habe gute Hilfe gehabt. Because many missionaries and church planters got together to develop these plans. Denn viele Missionare und Gemeindegründer sind zusammengekommen, um gemeinsam diese Pläne zu entwickeln. And they got to the understanding that there's people who are not ready to be discipled, but are ready to meet with you at your house. Und sie haben eben tatsächlich festgestellt, es gibt Leute, die sind noch nicht bereit, in eine Jüngerschaft hineinzugehen, aber sie sind bereit, zu dir zu kommen, sich bei dir zu treffen. In general, in Central Europe, In Zentraleuropa, Mitteleuropa, approximately 70% of the people would say no if you invite them to come with you to a church on Sunday. würden mindestens 70% der Leute, wenn du sie bittest, ob einlädst, in den Gottesdienst zu kommen, würden sie Nein sagen. And I'm being conservative and hopeful. Und das ist noch sehr zurückhaltend und hoffnungsvoll. But from these 70% that are saying no to come to church, Aber von diesen 70%, die Nein sagen würden, wenn du sie in den Gottesdienst einlädst, 60% of these people would say yes to come to your house and have a Bible, a dinner with you, to have a dinner with you and to read a story of Jesus with you. aber von diesen 70% würden 60%, also weit über die Hälfte, Ja sagen, wenn du sie einlädst, zu dir nach Hause gemeinsam zu essen und dann Bibelstudium zu machen, einfach mal zu gucken. And that is more or less real in Germany. Und das ist mehr oder weniger wirklich Realität in Deutschland. There's an old German evangelist Es gibt einen alten deutschen Evangelist, whose name, I'm sorry, but I forgot. den Namen habe ich leider vergessen, But it's in German. aber es war in Deutsch. It's too difficult to Es ist remember. sowieso viel zu schwierig für mich, mir das zu merken. He said that he estimates that approximately 60% of the believers in Germany don't go to church. Aber er sagte, dass er schätzt, dass etwa 60% aller Gläubigen in Deutschland gar nicht in And he zum wrote this Gottesdienst around gehen. 45 years ago. Und das war vor ungefähr 45 Jahren. I thought I was discovering something new, but I'm not. Ich habe gedacht, ich hätte etwas Neues entdeckt, aber nein. So with these people that will not go to church because they don't want to go to church. Aber diese Leute, die einfach nicht in den Gottesdienst gehen, weil sie But das they nicht would say, wollen, but yes, I would meet with you for a coffee or for a dinner. aber die würden sagen, klar, ich treffe mich mit dir zum Essen oder zum Kaffee trinken. And they say, yes, I'm going to give you 2.5 hours of my time in a week. Und die sagen, okay, ich investiere, ich gebe dir 2,5 Stunden oder 2 Stunden von meiner Zeit. What do you do with them? Was macht man mit denen? How do you disciple them? Wie kann man die in zur Jüngerschaft reinbringen? We are doing the same path, the 3/3 again. Wir machen wieder genau das gleiche, diesen Drittelpfad. Pastoral care and asking them about the week last week.
Ja, diese Pastorale, diesen einfach sich um sie zu kümmern, zu schauen, wie lief die letzte So Woche. looking back. Zurückzuschauen auf die letzte Woche. And then when we look up, Dann schauen wir nach oben. and then look up, we are opening the Bible or a scripture or a passage. Und nach oben zu schauen heißt, wir schlagen die Bibel auf, schauen uns dort irgendeine Stelle We an. come before the Lord saying, "Hey, Jesus, here we are. What do you have for us today?" Wir kommen zum Herrn und sagen, Herr, hier sind wir, was hast du für uns diese Woche? And your not Christian friend will be saying, "In case there is a God, what do you have for me today?" Und ein nicht-christlicher Freund wird vielleicht sagen, für den Fall, dass es Gott gibt, okay, was hast du für mich? And these are the content that we are reading through every week. Und das hier sind die Inhalte, durch die wir jede Woche eins davon durchgehen. During 7 weeks, we are reading these stories. In 7 Wochen lesen wir diese 7 Geschichten. We go to Luke chapter 7 to read about the sinful woman. Wir schauen uns Lukas Kapitel 7 an, die Sünderin. And there is hope for the rejected. Und dass es Hoffnung gibt für die Abgewiesenen. Then the story of the Pharisee and the tax collector. Dann die Geschichte vom Pharisäer und dem Steuereintreiber. There's hope for the non-religious. Es gibt Hoffnung für die Nicht-Religiösen. And my non-Christian friends, they love this story. Und meine nicht-christlichen Freunde, die lieben diese Geschichte. You need to see their smiles when we read the story together. Ihr müsstet ihr Gesicht sehen, ihr Lächeln, wenn wir das lesen. It's like it resonates with their heart. Denn das widerhallt in ihrem Herzen. There's the story of Zacchaeus. Dann gibt es die Geschichte von Zachäus. That there's a hope that changes everything. Es gibt eine Hoffnung, die alles verändert. And what we do when we have these non-believing people and we invite our friends to our house. Und wenn wir diese nichtgläubigen Freunde haben, die wir einladen, And we go through one different story every week with them. dann gehen wir eben jede Woche durch eine dieser Geschichten durch. If you can have a deep insight on these stories, Und wenn du wirklich einen tiefen Einblick in diese 7 Geschichten these are hast, chosen stories in the Bible that each one of them shares the gospel. und das sind ausgesuchte Begebenheiten aus der Bibel, und jeder dieser Geschichten steckt das volle Each Evangelium one drin. of them reveals the grace of God. Jede dieser Geschichten offenbart die Gnade Gottes. Each one of them talks about forgiveness and redemption. Jede dieser Geschichten spricht von Vergebung und Erlösung. And in each one of them you can learn more about the character of Jesus. Und in jeder dieser Geschichten kannst du mehr über den Charakter und das Wesen About the Gottes moral values erleben. of Jesus. Und die Werte, die Jesus vertritt. About the way Jesus Christ answered to this woman or to that man, and how he created a story to bring people from A to B. Und die Art und Weise, wie er dieser Frau oder diesem Mann geantwortet hat, auf sie eingegangen ist, oder wie er ein Gleichnis gebracht hat, um die Menschen von A nach B zu bringen. Through these stories, people learn about the spirituality of Jesus. Und durch diese Geschichten erkennen die Menschen die Geistlichkeit, diese Spiritualität von Jesus. His power to heal people. Seine Macht, Menschen zu heilen. His capacity to know what people are thinking. Seine Fähigkeit zu wissen, was Menschen denken. What is hidden in their hearts. Was in ihrem Herzen steckt. So people can identify with that Jesus that is open and has an open heart for them. So dass die Menschen sich mit Jesus identifizieren können und merken, dass er ein offenes Herz für sie hat. And as we shared before, So wie wir es schon gesagt haben, there are 3 parts for every meeting that we have. es gibt 3 Teile bei jedem Treffen. Number 1, we are looking back. Also, das erste war, zurückzuschauen. And I will repeat this as many times as I need to repeat it. Und ich werde das wiederholen, so oft wie es nötig ist. This, among all other documents you can download from our website. Dieses und alle anderen Dokumente hier kannst du von dieser Webseite runterladen. There's a list of this document in resources. Unter Ressourcen gibt es die Liste dieser Dokumente. I like it that you take photos of me all the time, but you can go to the website. Ich mag es, wenn er mich die ganze Zeit fotografiert, aber ihr könnt es einfach runterladen. I'm kidding. What do we do every time we meet? Was tun wir also, jedes Mal, wenn wir uns treffen? Both for one-on-one discipleship and for group discipleship. Und das gilt für einzelne Jüngerschaft mit Einzelpersonen und in der Gruppe. 1/3 of the time we are looking back. 1/3 der Zeit schauen wir zurück. Share, how are you doing? How is your life? Und reden miteinander darüber, wie geht's dir, wie läuft dein Leben? Yeah, right there as we are chopping the food so we can cook together, we are talking about how is your life?
Gerade während wir meinetwegen das Gemüse schnippeln für das Essen, können wir Or darüber reden. if you are meeting at a restaurant while you are ordering, you ask this question. Let me see, how is your life? Oder wenn ihr euch im Restaurant trefft, während ihr schaut, was ihr bestellt, redet drüber, wie läuft And das when you Leben. look back into your week, you also want to go into accountability. Und wenn ihr zurückschaut auf die letzte Woche, dann geht ihr da auch in diese Verbindlichkeit We rein. want to be accountable to one another. Wir wollen verbindlich sein miteinander. How did you obey Jesus last week? Wie hast du Jesus gehorcht letzte And you Woche? can ask this in many possible ways. Und du kannst es auf viele unterschiedliche Arten und Weisen fragen. But if you set goals for yourself last week, the normal thing is that this week you're gonna share how you did on obeying and following your goals. Aber wenn du dir letzte Woche Ziele gesetzt hast, dann ist es ganz natürlich dann die Woche danach einfach drüber zu reden, wie lief es mit diesen Zielen. How did you do about sharing the gospel with other people last week? Wie hat es geklappt, das Evangelium weiter zu verbreiten? Or did you share last week's story with some people? Oder hast du die Geschichte, die wir letzte Woche angeschaut haben, mit jemand anders geteilt? What does it look like? Wie sieht das dann aus? Yes, even non-Christians, they share the story with other non-Christian friends. Ja, sogar die nicht-christlichen Freunde, die reden über diese Geschichten mit ihren nicht-christlichen Freunden. So sometimes I ask them, so would you like to share this story with somebody in your job or your family next week? Und manchmal frage ich auch, ja, habt ihr Lust, über diese Begebenheit, über diese Geschichte mit Kollegen oder Freunden zu They say, reden? Julio, nächste but you Woche? know I'm not a Christian. Why should I share this story with them? Und sie sagen, Julio, du weißt doch, dass ich kein Christ bin, warum sollte ich das jemand erzählen? Well, if you don't believe in it, what harm can it make? Ja, wenn du es nicht glaubst, was kann es schaden? And then they choose one of the stories. Und dann suchen sie sich eine der Geschichten aus. And next week, sometimes they come back and say, I shared the story with my Mitbewohner. Und manchmal ist es so, dass sie Flatmate. dann die eine der Geschichten rausholen und die nächste Woche kommen sie und sagen, ja, ich habe das mit meinem Mitbewohner oder so, WG-Mitbewohner, dem das erzählt. And one guy told us one day, I don't know what happened, but he started crying and he said he believed in Jesus. Und einmal passiert es, dass er gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was da gelaufen ist, aber plötzlich hat er angefangen zu heulen und hat gesagt, er glaubt an Jesus. Then we celebrate the Lord's Supper together. Dann feiern wir das Abendmahl gemeinsam. The second third of the meeting Das zweite Drittel des Treffens, is when we read the new story, the story of the day together. dann lesen wir diese neue Geschichte oder neue Bibelstelle. So, at the beginning, the story of every week is one of the stories of hope. Am Anfang ist jede Geschichte eine dieser 7 Geschichten der Hoffnung. And then we finish the stories of hope and we start with the foundations of Christianity. Und dann schließen wir das ab und gehen weiter in die Grundlagen des Christseins. Remember these 9 lessons that were in the circle? Könnt ihr euch an die 9 Lektionen in dem Kreis erinnern? Repenting, believing, the Word of God, Lord's Supper, the Bible. Also Buße, das Abendmahl, die Bibel. And then we are asking these questions to the story we just read together. Und dann stellen wir diese Fragen zu dem, was wir gerade gelesen haben. So we'll read together Wir lesen zusammen and we ask questions so people are answering to what they learned from that story. und dann stellen wir Fragen und die Leute antworten, was sie einfach da jetzt festgestellt, gelernt haben. In this story, what do we learn about God? In dieser Geschichte, was lernen wir da über Gott? What do we learn about the people in the story? Was sehen wir über die Menschen in dieser Geschichte? And the rest of the questions that you know already. Und eben die anderen Fragen, die ihr schon kennt. The last third of it Das letzte Drittel, is called looking ahead to the future. das nennen wir nach vorne schauen. So, for me, this is the most important part of this discipleship tool. Für mich ist das der wichtigste Teil dieses Jüngerschaftsinstruments. Because it's not about how much Bible I memorize, but it's about how much of Jesus I want to obey in my life. Denn hier geht es nicht darum, wie viel von der Bibel kann ich auswendig, sondern wie viel möchte ich Jesus gehorsam So I sein. ask people, from this story we just read right now, how do you want to change your life from today and on? Und deswegen frage ich die Leute jetzt mit Blick auf das, was wir gerade gelesen haben, was möchtest du in deinem Leben ändern von jetzt an? From this story you read, what is Jesus asking you to obey? Aus dieser Sache, die wir gelesen haben, was ist es, was Jesus von dir jetzt möchte? Is there somebody in your life that needs to listen to this story, that you can share the story with? Gibt es jemand in deinem Umfeld, der genau diese Geschichte jetzt braucht? And even more questions from it. Und eben noch mehr Fragen. How can you apply this
lesson to your life? Wie kannst du diese Lektion in deinem Leben anwenden? And right before we go out of the room, we are gathering in a circle and praying one by one with everything we got. Und bevor wir dann abschließen und den Raum verlassen, beten wir gemeinsam, jeder mit allem, was er hat. Do we have questions about this one? Habt ihr da Fragen dazu gerade? No? Das Abendmahl. Ja. Das nimmst du nur mit Gläubigen. Mhm. Ja. Hmm? Das Abendmahl nimmst du nur mit Gläubigen. Mhm. Ja. Yes? Of course. Abendmahl nur mit Gläubigen? Mhm. Yes. Weil wir sind ja jetzt davon nicht Gläubigen ausgegangen. Yeah, and they don't participate. Und die nehmen eben nicht teil. Yes. Okay, we're talking about houses of peace Wir sprechen jetzt von Häusern des Friedens and how we find houses of peace and how we help them to believe in Jesus. und wie wir Häuser des Friedens finden und wie wir ihnen helfen, an Jesus zu glauben. I was not planning to do this teaching today Also ich hatte eigentlich nicht geplant, dieses Training heute auch noch zu machen, because we are planning to have an outreach. weil wir eigentlich geplant hatten, nochmal But rauszugehen. the church decided not to go out for the lost, but to study the Bible more. Aber die Gemeinde hat sich entschieden, nicht zu den Verlorenen zu gehen, sondern mehr die Bibel zu studieren. Yeah, so I think this is a teaching that is pointing ahead. Aber ich glaube, dass das jetzt eine Lehre ist, die einfach nach vorne weist. Because it's sharing key steps on how to go from first generation to second generation. Denn hier geht es darum, wie wir diese Schlüsselschritte, um von der ersten zur zweiten Generation zu kommen. So today we are talking about how we are discipling people one-on-one. Wir haben heute darüber geredet, wie wir Menschen 1:1 in Jüngerschaft einführen. And then how we start discipleship groups. Dann, wie wir in Gruppen Jüngerschaft praktizieren. And we stopped here because none of us still have started their own groups that are multiplying. Right? Und wir haben da erstmal aufgehört, weil niemand von uns bis jetzt Gruppen haben, die sich multiplizieren. So we still don't have the challenge of multiplication. Wir haben noch nicht die Herausforderung der Multiplikation. Of how one of the groups that is composed is practicing all the healthy elements of a healthy church. So, dass eine Gruppe, die schon alle Elemente einer gesunden Gemeinde praktiziert, How they start a new group and they step by step they incorporate the healthy elements of a healthy church. so dass die neue Gruppen anfangen und die Schritt für Schritt diese ganzen gesunden Elemente mit einbauen. So this next training has a lot to do with multiplication. Also dieses nächste Training hat sehr viel mit Multiplikation zu tun. And for multiplication, we need to think about precision harvesting. It's like just being precise or strategic on how we harvest, how we go in the harvest. Und dafür müssen wir wirklich erstmal schauen, wie wir ganz präzise ernten können. Das heißt, ganz gezielt. This triangle represents how Jesus spent his time. Diese Dreiecke repräsentieren, wie Jesus seine Zeit verbracht hat. Jesus spent very little time with the multitudes. Jesus hat sehr wenig Zeit mit den großen Then Volksmengen he verbracht. spent a little bit more time with his followers, people really close to him. Und er hat etwas mehr Zeit mit seinen Nachfolgern verbracht, denen, die ihm nahe standen. Then he spent more time with the few people that were very close to him, the disciples. Und dann hat er noch viel mehr Zeit verbracht mit wenigen Leuten, die ihm ganz nahe standen, nämlich die Jünger. Do you understand why? Versteht ihr warum? Why didn't he spend more time with the multitudes? Warum hat er nicht mehr Zeit mit den Volksmengen verbracht? He was an amazing preacher. Er war doch ein erstaunlicher Prediger. He could do amazing miracles. Er konnte riesige Wunder He was tun. very prophetic. Er war sehr prophetisch. He could have 20,000 million followers in Facebook today. Der würde heute 20.000 oder Millionen von Nachfolgern und Followers He in could have the Facebook haben. coolest testimonies. I'm walking on water, baby. Look at this. Die coolsten Zeugnisse. Ey, ich bin auf dem Wasser gelaufen. Schau mal. But he didn't care about that. Aber es war ihm völlig egal. He was thinking a different way. Er hat völlig anders gedacht. Upside down. Auf den Kopf gestellt. So Jesus spent so much time with the faithful few people around him. Er hat so viel Zeit verbracht mit wenigen treuen Menschen um ihn herum. Then there were 3 disciples who were very close to him. Und dann gab es noch 3 Jünger, die ihm sehr nahe standen. Then the 12. Dann die 12. You see, it goes less and less and less time. Aber die Zeit wird immer weniger, die er verbracht hat, mit Just mehr. three times he's just spoke to a lot of people.
3-mal ist nur berichtet, dass er zu ganz vielen Menschen So gesprochen he hat. spent very much time, a large time, with a faithful few. Er hat sehr viel Zeit mit ganz wenigen Treuen verbracht. Paul has a similar way of thinking. Paulus hat ganz ähnlich gedacht. 2 Timothy chapter 2, verse 2, 2. Timotheus 2, Vers 2. it says, "What I have taught you, Das, was ich dich gelehrt I habe, command you to teach to faithful men, das, sage ich dir, sollst du an weitere treue Leute so weitergeben, they teach others." sodass sie in der Lage sind, andere zu lernen. So there is a generational strategy behind it. Da ist eine Generationenstrategie dahinter. He's thinking multiplication. Er denkt immer im Sinn von Multiplikation. He's thinking, I'm going to disciple a few, well discipled, Ich werde ein paar trainieren als Jünger, und zwar sehr gut als Jünger. Who thinks that Jesus is wiser than Julio? Wer glaubt, dass Jesus weiser ist als Julio? Hallelujah, you're right. Ihr habt absolut recht. So if he took 2.5 years to disciple 12 guys, how many years do I need? Wenn er 3,5 Jahre eingesetzt hat, um diese 12 zu Jüngern zu machen, wie machen wir das dann? Why didn't Jesus just take them to the matrix and gave them the blue pill? Warum hat er sie nicht einfach in die Matrix geführt, in die blaue Pille gegeben? Papa, cheap, now Christian, supernatural multiplicator. So, und jetzt, bumm, einfach plötzlich Christ, übernatürlicher Multiplikator. No, he took time. Nein, er hat sich Zeit genommen. It was a process. Das war ein Prozess. Things they were learning in their minds, Dinge, die sie lernen mussten, healing they needed to receive in their hearts, Heilung, die sie empfangen mussten in ihrem Herzen, a transformation, new life in their spirits, eine Transformation in ihrem Herzen, neues then a Leben renovation in their mindset. und dann einfach eine Erneuerung ihres Denkens. Jesus spent time with the faithful few. Jesus hat viel Zeit mit ganz wenigen Why? verbracht. What did he want to achieve? Was wollte er erreichen damit? He wanted to achieve effective believers who are strongly grounded on the rock. Er wollte starke Gläubige haben, die ganz fest auf dem Felsen gegründet sind. Believers that could be sent to any place and they would be sharing the light, shining the light wherever they went. Gläubige, die er überall hinsenden konnte, wo auch immer, würden sie das Licht scheinen lassen. Not only believers that have heard about Jesus, but believers that were filled with Jesus. Also nicht Gläubige, die nur von Jesus gehört haben, sondern welche, die mit ihm erfüllt sind. And I'm not talking only about people that can cast demons out and heal the sick. Und ich rede eben nicht nur von Leuten, die einfach Dämonen austreiben und Kranke heilen können. This is the simple teaching I can give a new disciple. Das ist das Allereinfachste, was ich einen neuen Jünger lernen kann. I mean, how many hours do you need to teach someone these two things? Wie viele Stunden brauchen wir, um jemand die paar Dinge zu lernen? We just pray for them, be filled with the Spirit, and let's go on the street, pray for the sick. That's it. Du betest für sie, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, gehst mit ihnen auf die Straße, lässt sie für die Kranken beten, fertig. These are the small miracles of Jesus. Es gibt viel mehr Wunder mit Jesus. This is the smallest miracles, the Also little miracles. das kleinste der Wunder, was Jesus gemacht hat. But the inner transformation of a person that is thinking like Jesus, dreaming like Jesus, acting like Jesus. Aber diese innere Umwandlung einer Person, dass du denkst wie Jesus, träumst wie Jesus, dich verhältst wie Jesus. That is seeing her character transformed. Das heißt, God bless you. dass der Charakter der Person verändert wird, transformiert wird. That has compassion and see the needs of others. Jemand, der Mitgefühl hat und die Not anderer sieht. It takes wisdom. Da brauchst du Weisheit. Character shaping is more important than training someone how to use the spiritual gifts. Wirklich Charakterformung ist viel, viel wichtiger, als jemand einfach zu zeigen, wer die Geistesgaben In no part of the Bible does it say, because of how many demons you cast out, how many people you heal, they will know you are mine. Und an keiner Stelle in der Bibel heißt es, sie werden erkennen, dass ihr zu mir gehört, daran, wie viel Dämonen ihr austreibt und wie viel Kranke ihr heilt. Jesus Christ is highlighting the importance of the character and the fruits of the Spirit in our lives. Sondern Jesus hebt ganz stark hervor, wie wichtig es ist, wie unsere Charakterentwicklung. Does he want you to walk on the gift of the Spirit? Absolutely. Will er, dass wir, oder wollen wir, dass wir in den Gaben des Geistes wandeln? Absolut. But does that guarantee anything? Garantiert es irgendetwas?
Oh, but Lord, in your name we cast a demon out and we healed the sick. Why don't you let us in? Herr, in deinem Namen haben wir doch Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben. Warum können wir nicht reinkommen? He says, go away from me, I never knew you. Und Jesus sagt, geht weg von mir, ich habe euch niemals gekannt. There's many proud people that will be surprised that day. Es wird einige stolze Leute geben, die an dem Tag echt überrascht sein werden. So let's not get confused there. Aber lasst uns da nicht verwirrt werden. So discipleship is a process. Jüngerschaft ist ein Prozess. Character and integrity is not something you learn in one day, in 1 year. Charakter und Integrität ist nicht etwas, was man mal schön an einem Tag lernt oder einem Jahr. You can offer me 20 men that are powerful in the Holy Spirit things and 2 men that are shining the character of Jesus, and guess who I'm going to take? Du kannst mir 20 Leute anbieten, die vollmächtig unterwegs sind, oder im Vergleich dazu 2, die einfach den Charakter Jesu total widerspiegeln. Rat mal, welche ich mir raussuchen würde. I take these 2. Ich nehme die 2. Even 1. Selbst einer reicht mir da. Okay, and let's go on. Lass uns weitermachen. That is because we want to find believers that can go and shine the presence and the love of God and bring families and bring people to faith. Und deswegen suchen wir nach Gläubigen, die dieses Wesen Gottes widerspiegeln und in Familien und in Orte hineinbringen können. What is the goal of sending the 12 and the 70? Was ist das Ziel damit, wenn wir wo er die 12 und die 70 ausgesandt What do hat? you think? Was glaubt ihr, was er vorhatte damit? You're just seeing some people getting saved here and there? Wollt ihr einfach, dass hier und da ein paar Leute gerettet oder geheilt werden? That we can have more Facebook posts telling how cool we are? Dass wir mehr Facebook-Posts machen können, wie cool wir sind? That we find persons of peace? Dass wir Frieden finden, persönlich? That we find the Also, dass wir Personen des Friedens finden? That we find the houses of peace? Dass wir Häuser des Friedens finden? What is the goal of sending the 12 and the 70? Was ist das Ziel, diese 12 und die 70 Can auszusenden? somebody read in German Luke chapter 10 verse 5 to 7? Kann jemand ganz kurz Lukas 10, Kapitel 5, Whatever house you Vers 5 enter, bis first 10. say, peace be to this house, and if a son of peace or a man of peace is there, your peace will rest upon them. But if not, it will return to you and remain in the same house, eating and drinking what they provide, for the laborer deserves his wages. Do not go from house to house. In German? Ja. Ganz laut, bitte. Ha? Just can, yeah. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst, Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Denn der Arbeit ist seines Lohnes wert. Es geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Why should I just not go from house to house? Warum soll ich nicht in ein anderes Haus dann weitergehen? You never thought of that one? Schon mal drüber nachgedacht? Um mehr Qualität in ein Haus reinzubringen, dass die sich wiederum multiplizieren innerhalb. Very good. Sehr gut. So good answer. Gute Antwort. Yeah, if I go to a house or I meet a family and they give their life to Jesus, Wenn ich in ein Haus komme oder eine Familie treffe und sie ihr Leben Jesus geben and I know I am not going to stay in that place, und ich weiß, dass ich nicht dort bleiben werde, that was their case there. und also in diesem Ort, und es war ja damals auch der Fall, dass sie weiterziehen Jesus mussten, was telling them, stay there, dann sagte Jesus ihnen, dann bleibt in diesem Haus, teach them, lehrt sie, pray with them, betet mit ihnen, answer to the questions, beantwortet ihre Fragen, invest time in that family. investiert Zeit in diese Familie. Because what you are building there is a door of heaven here on earth. Denn was ihr hier aufbaut, das ist ein Tor des Himmels auf der Erde. You are investing time in a family that is going to bring the light of God, of Jesus in their environment. Ihr investiert Zeit in eine Familie, die danach das Licht Gottes in ihre ganze Umgebung And you are hineinbringt. equipping them to share the gospel with others. Denn ihr rüstet sie aus, das Evangelium mit allen zu teilen. But for them to grow deeply in their hearts, they need to get to know you better. Aber damit sie in ihrem Herzen wachsen können, müssen sie euch einfach besser And kennenlernen. you know, I am a little bit of, I can say, I'm a little bit I see myself being held back when I go to a family and they experience Jesus through my life and they look at me like they want to worship me, you know? Ich bin da etwas
zurückhalten, wenn ich bei einer Familie bin, sie erleben durch mich Jesus, dann wollen sie mich anbeten wie ein Gott. And I hope you understand me right in this one. Ich hoffe, ihr versteht mich hier an der Stelle richtig. When people put their eyes on me too much, Wenn die Leute zu sehr auf mich schauen, when I feel that like everything happens around me, wenn ich dann das Gefühl habe, dass alles um mich herum passiert, I realize I'm very close to failure. dann erkenne ich, dass ich da ganz, ganz dicht am Versagen bin. Because I should be a tool of God to lead the eyes of the people to Jesus, not to me. Denn ich möchte ein Werkzeug Gottes sein, um die Augen der Menschen auf Jesus zu richten. Because it's Jesus who is going to stay with them when I leave. Denn Jesus wird bei ihnen bleiben, wenn ich weitergehe. It's He who is the perfect counselor. Und er ist der vollkommene Tröster. He's the King of Peace. Er ist der Herr, der Fürst des Friedens. So I try that it is not their awe and how amazed they are because of my ministry or my words or my teaching. Und deswegen geht es mir überhaupt gar nicht darum, wie sehr sie begeistert und fasziniert sind von meinem Leben und was ich But that they lehre. can be impacted by the power of God. Sondern es geht darum, dass sie wirklich von der Kraft, der Kraft Gottes begegnen. Wrapped around a lot of humbleness. Und die um ganz, ganz viel Demut sich herum bewegt. Wrapped around an honest expression of my worship to Jesus. Und die eine wirklich ernsthafte, ein Ausdruck meiner Anbetung für Jesus umgibt. Have you looked at beautiful people? Habt ihr euch mal schöne Leute angeschaut? I think I looked at the eyes of the most beautiful woman in Sweden. Ich glaube, ich habe in die Augen der allerschönsten Frau in ganz Schweden She's geschaut. like 62 years old. Sie ist etwa 62 Jahre alt. And those eyes shine so much goodness of God. Und sie spiegeln so viel Güte Gottes wider. You can see a soul that has been processed by God through the years. Du kannst da eine Seele erkennen, an der Gott über Jahre gearbeitet hat. Yeah, full of wrinkles and a lot of things outside. Auf der Außenseite ganz viele Falten und so weiter. But so far, I think the most beautiful eyes I've seen. Aber bisher sind es die allerschönsten Augen, die ich jemals Because gesehen habe. that woman shines so much goodness, Denn diese Frau strahlt mit so solcher much Güte, love. strahlt so viel Güte, You Liebe aus. could almost count how many hours a day she is with the Lord. Du kannst fast schon zählen, wie viele Stunden sie am Tag mit Gott verbringt. When such people like that go into a house and they stay in that house, Und wenn solche Menschen in ein Haus hineingehen und dort bleiben, it's the light of God changing and transforming that house. dann wird das Licht Gottes dieses Haus völlig verändern. And there's no idolatry. Und da ist dann keine Götzenanbetung. Because sometimes we follow Christian idols. Denn manchmal haben wir so christliche Götzen. We follow ministry leaders as idols. Wir folgen irgendwelchen Leitern wie Götzen. And this is not okay. Und das ist nicht in Ordnung. That's not okay. Das ist nicht in And Ordnung. we need to open our eyes. Wir müssen unsere Augen aufmachen. We said church has one head, and that head is. Wir haben gesagt, die Gemeinde hat ein Haupt und dieses Haupt ist Jesus. And two authorities, and the two authorities are 2 Autoritäten und welche sind das? the Word and the Spirit. Genau, das Wort und der Geist. Nobody else. Niemand anderes. Okay? There's ministry, there's church, there's elders that are our authority Da sind Dienste, da ist Gemeinde, da gibt es Älteste, die Autorität in a haben, healthy way. auf eine gesunde Art und Weise. Houses of peace. Häuser des Friedens. We find some houses of peace in the Bible. Wir finden einige Häuser des Friedens in der Bibel. Let's talk about Cornelius. Lasst uns mal kurz über Cornelius reden. Who can read Acts chapter 10, verse 1? Wer kann kurz Apostelgeschichte 10, Vers 1 lesen? Anybody? Ja. And then Johannes, can you read the 11, 5 to 18? Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italienischen Schar. Yeah, who was Cornelius? Wer war Cornelius? Ein Hauptmann, also ein Soldat, Yeah. ein Römer. Yeah, and how was his life like? Wie war sein Leben? Wie lief es?
You're disciplined. Hat mit viel Disziplin zu tun. Yeah. Can we read 11, 5 to 18 to get to know a little bit about him? Johannes, liest du Kapitel 11, 5 bis 18. We try to answer to these questions in every case, right? Und wir wollen immer diese diese Fragen So beantworten. as we read the passages Wenn wir die Passagen lesen, from the Bible, let's learn these answers. lasst uns aus der Bibel Antworten auf diese Fragen In finden. each case, who initiated the salvation of the household or the group? In jedem Fall, wer initiierte, dass der Haushalt, diese ganze Gruppe gerettet wurde? How did the household come to faith? Wie kam dieses Haus zum Glauben? Which ones of them were second generation? Wer von ihnen waren sozusagen zweite Generation? Meaning that there was a first church or group planted and that group planted a second group. Das bedeutet, dass erst eine Gemeinde oder Gruppe gepflanzt wurde und dann haben die neue aufgemacht. Number 3, when were they baptized? Nummer 3, wann wurden sie getauft? And number 4, please give a brief profile of the person of peace, good or bad. Und Punkt 4, einen ganz kurzen Aufriss von der Person des Friedens, gut oder schlecht. Should we make different groups just to make it faster? Sollen wir verschiedene Gruppen machen, einfach damit es nachher schneller läuft? Yeah, give a passage to each group and then we just go together with it like we did before. Wir geben jeder Gruppe eine Schriftstelle und dann machen wir es so wie vorher. Very good. Group number 1 takes Cornelius here. Gruppe 1 nimmt wieder Cornelius. Group number 2 takes Levi there in that corner. Gruppe 2 Levi. Number 3 takes the Samaritan woman. Also Gruppe 3, diese Samariterin. Number 4 takes Zacchaeus there behind the table. And number 5 there takes the demoniac. And in there you can take Lazarus. Und ihr drüben dürft den Lazarus noch anschauen. Yeah? So let's take 10 minutes, like real 10 minutes, and let's go through this. Lass uns echte 10 Minuten nehmen und da kurz durchgehen. 10 minutes starting now. Jetzt gehen die 10 Minuten los. Very good. So let's go on with the answers. So, jetzt lass uns weitermachen mit den Antworten. Okay. Question number 1. Frage Nummer 1. Who initiated the salvation of the household? Wer hat die Errettung dieses Haushalts in Gang gesetzt? What would group number 1 answer? Gruppe 1. Yeah? Who would you say started the salvation there? Was würdet ihr sagen, hat diese Errettung hier in Gang gesetzt? Wer? Holy Spirit. The Holy Spirit? Why? Tell me why. Durch Petrus, Yes, der die Vision empfangen hat. exactly. He just gave a vision to Peter and Peter reacted and answered to it. Ja, der Heilige Geist gab Petrus eine Vision und Petrus hat darauf reagiert und darauf geantwortet. Group number 2. Gruppe 2. Who initiated the salvation? Jesus. How? Was? Ja, wie? Was ist passiert? Er hat Levi gesehen und hat gesagt, er soll ihm nachfolgen. Guys, can we be together here? Can we? Let's just join together with the answer. Okay, können wir uns hier gemeinsam konzentrieren? Yeah. So, was hat Jesus gemacht? Er hat Levi, also er ging an Levi vorüber und hat gesagt, folge mir nach. Yeah. Did you hear her answer? Habt ihr Ja. das verstanden? Just can you repeat it in German maybe? Jesus hat zu Levi gesagt, folge mir nach, und er hat es gemacht. Genau, und er hat ihn in sein Haus geführt. Awesome. Genau, und ging in sein Haus. Number 3. Gruppe Group 3. 3. Who initiated the salvation there? Wer hat bei dieser Samariterin die Errettung initiiert? Very good. Okay, wieder Jesus. Yeah. Number 4. Für die Gruppe. Ja, da war es nicht ganz klar, ob es Zacchaeus war, indem er auf den Baum gestiegen ist und Jesus darauf reagiert hat, oder ob es nur direkt Jesus war. That's interesting, huh? Schon interessant. Yeah, I don't have the perfect answer. Ich habe nie so eine vollkommene Antwort immer gleich. Auch dass Jesus sagt, ich möchte zu dir nach Hause. Yes. Aber Jesus sagt zu ihm, muss zu dir kommen, nach Hause. in a way was him as well. Next group. Du bist jetzt Jesus hat ihn befreit. Yeah, he started it. Yeah. Number 6. Ja, wir waren uns nicht so ganz einig, weil die Geschichte ein bisschen schwierig ist auf diese Fragen. Also das passt nicht so ganz zusammen. Da ging es ja um Lazarus, der gestorben war und Jesus sich dann ein bisschen Zeit gelassen hat, bis er quasi hingekommen ist und ihn dann auferweckt hat.
ja in dem Fall jetzt nicht direkt um die direkte Errettung einer Hausgruppe oder der Familie. Deswegen haben wir uns da jetzt nicht ganz, wussten wir jetzt nicht so genau, was wir da. What do you think about it? Was denkt ihr darüber? Ja, natürlich Jesus, weil Jesus, denke ich jetzt persönlich, der halt nach seinem Ermessen oder nach seiner Zeit halt dann in das Haus gegangen ist, ja, weil er gesagt hat, lass uns da hingehen. Ja. Anybody would like to bring somebody in the group? Would you like to bring something else? Habt ihr aus der Gruppe noch irgendwas anderes hinzuzufügen? Yeah? It's a complicated story. You would agree with that? Actually, in der zweiten Passage, Mhm. 11 heißt es, dass viele an ihn glaubten und den Pharisäern nicht mehr nachfolgten, sondern Jesus. Yeah? Did you read the second passage? Habt ihr den zweiten Teil auch 12, gelesen? 9 to 11? In Johannes 12, 9 bis 11. Weil sie Lazarus sahen. Yeah? So there's some conversion happening there, some eyes being turned to Jesus, no? Also hier passiert tatsächlich was, dass Augen auf Jesus gerichtet werden. I'm happy you took the complicated story, but we can dig deeper into it. Ich freue mich, dass ihr diese komplizierte Geschichte genommen habt, aber man könnte da noch tiefer graben. Yeah? So what would you say after considering the second passage? Und wenn ihr jetzt diese zweite Passage mit einbezieht, was denkt ihr jetzt? Who started the salvation? Wer hat die Errettung hier angefangen? Immer noch Jesus. Yeah? You agree with that? You don't sound so sure about it. Ihr klingt nicht so ganz sicher. Okay, cool. Okay. Freue mich. When you don't know the answer, Jesus is always the answer, brother. Wenn du es nicht weißt, Jesus ist immer richtig. My scripture says, because of Lazarus, because of on account of him, many of the Jews were going away and believing in Jesus. Also da ist in der zweiten Passage, wegen Lazarus kamen viele und haben geglaubt. So what do you think? Was denkt ihr jetzt? Person des Friedens war durch Lazarus erfahren. Yeah? That's a good answer too, no? Very good. Die Person des Friedens in diesem Fall, da ist es. Yeah. The purpose of these questions is not finding the right answer, is having us think together. Also hier bei den Fragen geht es ja nicht darum, genau die richtige Antwort zu geben, sondern dass wir gemeinsam darüber I nachdenken. want you to get used to in your ministry, in your daily or weekly ministry, to keep in mind the need of finding the people of peace. Und ich möchte einfach, dass ihr das einfach vor Augen behaltet, dass in eurem wöchentlichen Dienst, dass es immer wichtig ist, die Person des Friedens zu Finding finden. the people of peace becomes a normal practice for you in your life. Sodass diese Suche, dieses Finden der Person des Friedens etwas völlig Normales in eurem Alltag wird. Ist es nicht Maria und Martha, die ihn geschickt haben, dass Jesus kommen soll? Nee. Nein, weil sie hätten sie ja gewollt, aber Jesus ist ja nach seiner Zeit gegangen. Sie haben ja noch extra gesagt, wieso bist du nicht früher gekommen? So, sie haben nicht genug geglaubt. So, ja, ich weiß, dass in dieser Tag, der letzte Tag, du wirst immer aufstehen, aber das wäre so Martha Marias. Yeah, interesting question, huh? Interesting story. Das ist schon ganz interessant. How did the household come to faith, and which were second generation? Okay, wie kam der Haushalt zum Glauben und wer war die zweite Generation? Which one of those households were second generation household? Wer aus diesem Haushalt, ist praktisch aus diesem Haushalt der zweiten Generation? Yeah, group one. Gruppe 1? How did the household come to faith? Wie and kam der Haushalt zum Glauben? which were second generation? Also es war so, dass der Cornelius hatte einen Traum, dass er den Petrus zu sich holen soll. Und zur gleichen Zeit hatte auch Petrus einen Traum, wo dieser Teppich heruntergefahren ist mit den unreinen Tieren und Gott zu ihm dreimal gesprochen hat, dass er sie geheiligt hat, also dass er sie essen kann. Und dann hat der Heilige Geist ihm gesagt, dass er zu dem Cornelius gehen soll, also hat ihn geführt. Und als sie zusammengekommen sind, hat er mit ihm das Evangelium geteilt. Cornelius ist zum Glauben gekommen und sein ganzer Haushalt. Das heißt, jetzt die zweite Generation ist gleich dadurch auch noch zum Glauben gekommen. So that's how they came to faith.
So kamen sie zum Glauben. Very good. Number 2. Somebody else from the group, not always the same person, please. Es muss immer die Somebody else from the gleiche group. Person. Alles gut, ja, okay. Yeah? Somebody else. Jemand anders? Matthäus ist zum Glauben gekommen Mhm. und die zweite Generation sehe ich, dass es hier halt die andere Zolleinnehmer waren. So what is the second generation? The household of Levi or Matthäus or what? Was ist jetzt die zweite Generation? Der Haushalt des Matthäus oder was genau? Die anderen Zolleinnehmer. Mm-hmm. Yeah, in other houses. So. Yeah, so Matthäus and his house came to faith, and then he led other people to come to faith in a different house, right? Das heißt, Matthäus und sein Haus kamen zum Glauben und dann ging das weiter in andere Häuser. Number 3. Ja? Die samaritanische Frau hat erzählt Mhm. und dann sind die Leute zu Jesus gekommen. Exactly. Yeah. So she told everybody what Jesus had told her, Sie hat jedem erzählt, was Jesus ihr gesagt hatte. and then many of them went out there to find him. Und dann sind viele zu ihm hingegangen, um ihm persönlich zu begegnen. And some came to faith right through the words of the woman, and others came to faith through the words of Jesus. Und einige haben geglaubt den Worten der Frau und die anderen haben geglaubt, als sie Jesus selber gesehen haben. Okay? Number 4. Zacchaeus. Ja, also bei Zachäus, da stand eben eigentlich fast nichts drin drüber. Also es stand eben, Jesus war bei Zachäus und das Ergebnis von dem Gespräch war, dass Zachäus Buße getan hat und gesagt hat, okay, ich gebe die Hälfte von meinem Besitz den Armen und wenn ich was zu viel gefordert habe, gebe ich es zurück. Und daraufhin sagt Jesus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Mhm. Also sprich, wir wissen nicht genau, über was Jesus oder wie Jesus mit ihm geredet hat, aber wir wissen nur das Ergebnis, dass er Buße getan hat. Yes. So in this case, we can say that the person of peace with Zacchaeus put a lot of people in touch with Jesus, and Jesus shared the gospel with them, right? Also wir können nur sagen hier in dem Fall, dass die Person des Friedens, das war Zachäus, und er hat ganz, ganz viele in Kontakt mit Jesus gebracht. And Jesus shared the gospel to them. Und Jesus hat ihnen das Evangelium mitgeteilt. Next group. Also der Gadarener. Ganz laut bitte. Der Gadarener. Ja, ganz laut bitte. Er ist die Person des Friedens. Aha. Und er hat es nachher im ganzen Städtegebiet, also ein ganzes Gebiet, Mhm. hat es gehört. Ja. Und zweiten Teil war es dann die ganze Volksmenge. Very good. So he's a person of peace, and Jesus sent him to share the gospel there in his surroundings. Ja. Das heißt, hier ist der Gerasener, die Person des Friedens, und Jesus hat ihn dann gesandt, in seinem ganzen Umfeld das zu verkünden. Yeah. What happened in Mark 7:31? Was war in Markus 7, Vers 31? If you went through that one. Jesus ist in das Gebiet von der 10 Stelle. Das Gebiet, wo Jesus ja. Jesus came. Yeah. And what happened? Was geschah dann dort? Er ist in das Gebiet gekommen. Is there a connection there? Gibt es da eine Verbindung? Er ist in das Gebiet gekommen, wo der Besessene vorher das verkündet hat. Und daraufhin sind die Leute. And they were believers. Das heißt, Jesus kam in dieses Gebiet, wo der ehemals Besessene vorher das Evangelium verkündet hat, und es gab dort Gläubige. So we could say, well, could be this Könnte man sein. was a little bit successful with sharing the gospel. Vielleicht war dieser Mann doch ein kleines bisschen erfolgreich beim Verkünden des Evangeliums. And Jesus came there and established something even bigger. Und dann kam Jesus und hat das viel Größeres noch aufgebaut. Yeah? Good. The complicated group. Jetzt die komplizierte Gruppe.
Preach it, brother. Die zweite Generation war eine große Menge der Juden. Yeah? So what would you say there? Was würdest du da genau How did they sagen? come to faith? Wie kamen sie zum Glauben? Als sie gesehen haben, dass der Lazarus wieder lebt. Yeah, they saw some kind of miracle. Sie haben also irgend so They eine Art von Wunder gesehen. They couldn't deny that miracle. Sie konnten dieses Wunder auch nicht mehr verleugnen. And then the gospel was explained. Und dann wurde das Evangelium verkündet. And they embraced it. Und sie haben es angenommen. Yeah, it's a process there. Again. Da steckt ein Prozess dahinter. When were they baptized? Wann wurden sie getauft? Group number 1. Gruppe 1. Yalla, yalla. Wake up, brother. Als sie gläubig geworden sind, steht Ja. halt im Kapitel davor. So after 6 months, after 2 hours, more or less. When they became Christians. Immediately. Right away. Genau, sofort wurden sie getauft. In your case? Nein. Okay. There's no baptism. Nein. Okay. Number 3. No baptism. There's no baptism. What's wrong with Jesus? He's not baptizing people. Im zweiten und dritten Fall gab es noch keine Taufe. Was ist da los mit Jesus, dass er nicht tauft? Nothing is wrong with Jesus. Gar nichts ist falsch. He knows what he's doing. Number 4. Number 5. No baptism. Number 6. Okay. Immer noch keine Taufe. Give. Huh? Was all before the cross? Give up. Yeah, but they were already baptizing people before. Yeah. That's not an answer Differently, for that. yeah. So they were, since the beginning of his ministry, they were baptizing people. But Yeah. in these cases, none of them got baptized. Also Jesus hat schon von Anfang an seines Dienstes Leute getauft, aber hier in den Fällen halt nicht. His disciples were baptizing people. Seine Jünger bzw. haben dann getauft. Yeah, but we don't have to go into that topic right now. Aber dieses Thema lassen wir uns im Moment mal beiseite. Give a brief profile of the person of peace. Ein kurzes Profil dieser Person des Friedens. And Cornelius? Bei Cornelius. Gerechter, gottesfürchtiger Mann, hat ein gutes Zeugnis. Yes. Und Righteous man. Genau, von ganzen Juden. Yeah. Levi? Levi. Betrüger. Yes. Not the best testimony. Nicht gerade das beste Zeugnis. Yeah. Samaritan woman? Die Samariterin. Not very stable romantic life. Kein besonders stabiles Liebesleben. Zacchaeus? Zachäus. Just helping you guys. Ich helfe euch nur, ihr schlaft gerade. Ja gut, er war letztlich sündiger Zolleintreiber, der halt eben, ja, auch manchmal so ein bisschen mehr passiert hat, als er dürfte, oder, ja. Yes. Demoniac? Der Besessene. Yes. He was possessed. Der war halt besessen. Lazarus? They were good. They were good. So some of them were outcasts. Also einige von ihnen waren Ausgestoßene. Some of them were not believers, but they feared God somehow. Einige waren zwar keine Gläubige, aber sie haben Gott gefürchtet. Some of them have been in crisis. Einige steckten in der Krise. Some of them were people who influenced others when they got saved. Und einige haben wirklich andere beeinflusst, als sie errettet wurden. Some of them were willing to gather other people together. Einige von ihnen waren willig, andere Leute zu versammeln. Some of them were willing to go into risk and just to pay a price. Und einige waren wirklich bereit, Risiko auf sich zu nehmen und I'd Preis zu like bezahlen. to share with you some keys so you can win a second generation group. Ich möchte euch jetzt einige Schlüssel zeigen, um eine Gruppe der zweiten Generation zu gewinnen. So take it in a prophetic way. Nimm das als prophetisch So an. you establish your own group. Wenn ihr eure eigene Gruppe aufbaut, How you can win a second generation group. wie könnt ihr dann eine Gruppe der zweiten Generation dazu gewinnen? Number one, I encourage you to help them look outward. Punkt 1, ich möchte euch ermutigen, dieser ersten Gruppe ihnen zu helfen, dass sie nach draußen schauen. Yeah, remember when Peter shared this sermon in Acts chapter 2? Also erinnert euch, als Petrus in Apostelgeschichte 2 diese Predigt gebracht He hat. said, and this promise is not only for you, but also for your children and those who will listen to the gospel through you.
Das sagt jetzt, die Botschaft gilt nicht nur euch, sondern auch euren Kindern und denen, die auf sie hören werden. When you mentor somebody, when you edify somebody, just point them outwards. Wenn ihr jemand betreut als Mentor, wenn ihr jemand aufbaut, dann zeigt ihnen immer, dass sie nach draußen schauen. One of the biggest problems of church nowadays is that we are too self-centered. Eines der größten Probleme in der Gemeinde ist, wir sind zu sehr auf uns selber zentriert. We are too busy with ourselves. Wir sind so beschäftigt mit uns selbst. We want to have church in the way that we feel comfortable and nice about Wir it. wollen Kirche so erleben, dass wir uns wohlfühlen. Even before people get saved, they are being led outwards. Aber schon bevor Leute errettet sind, werden sie nach außen geführt. Because they have not been saved still. They have not embraced Jesus in Acts chapter 2. In Apostelgeschichte 2 haben sie noch nicht mal Jesus angenommen. And Peter said, I'm talking to you about the salvation in Jesus Christ. Und Petrus sagt, ich rede zu euch über die Errettung in Jesus Christus. But I'm also telling you that this is not only for you. You can pass that on to other people. You can bring it with you. Aber ich sage euch auch genauso, es ist nicht nur für euch, sondern ihr könnt das weitergeben, nach draußen bringen. And you know, God didn't wake up in the New Testament saying, oh, I believe in missions. Und wisst ihr, es war nicht so, dass Gott im Neuen Testament dann plötzlich aufgewacht ist und sagt, oh, ja, ich glaube an Missionen. From the Old Testament you can read, and may all the nations worship you, oh God. Und ihr könnt im Alten Testament schon lesen, dass alle Nationen Gott anbeten sollen. If that's not mission, you tell me what it is. Also wenn das nicht Mission ist, keine Ahnung, erzähl mir, was es dann ist. Number 2, coach them on what to do. Nummer 2, coach sie, begleite sie in dem, was sie tun. For example, hey, go back to your friends at school, go to your family and share Jesus with them. Sag ihnen, geh zurück in deine Familie, zu deinen Freunden und erzähle ihnen davon. Sometimes you might need to go with them. Manchmal musst du vielleicht mitgehen. If needed. Wenn notwendig. But I would normally not invite myself, but I wait until they invite me in. Aber ich würde mich nicht normalerweise selber einladen, sondern warten, ob sie mich einladen. And if they never ask me to go with them, I'm very happy because they're taking responsibility. Und wenn sie mich nicht darum bitten, dass ich mitkomme, dann freue ich mich sehr, weil das heißt, dass sie die Verantwortung übernehmen. You can help them identify people in their household. Du kannst ihnen helfen, in ihrem Haushalt Menschen zu erkennen. Like we did today here. So wie wir es heute gemacht haben. So who are you getting in touch with that you share the gospel to? Mit wem bist du in Kontakt oder kommst du in Kontakt? Das heißt, mit wem kannst du das Evangelium teilen? What have we done there? Was haben wir hier gemacht? To help you think, who are the people around you that you're regularly in touch with, that you can share the gospel with? Also wir haben darüber nachgedacht, wer sind die Leute, mit denen du ständig zu tun hast, denen du das Evangelium mitteilen kannst. So many people are going to start going for new people on the streets. Viele Leute gehen raus auf die Straße, um neue Leute zu treffen. But many, they want and they need to learn how to share the gospel with the people that are already in their lives. Aber viele wollen und brauchen es auch, dass sie das Evangelium mit denen teilen, die schon lange in ihrem Leben sind und in ihrem Umfeld. So they need your help so they can identify where they find those people and who those people are. Und sie brauchen jetzt eure Hilfe, um rauszufinden, um zu identifizieren, wer sind diese Menschen. And you can encourage them to to make groups as you are sharing the gospel to them. Und du kannst sie ermutigen, sich in Gruppen zusammenfinden, während du ihnen das Evangelium erklärst. Yeah, sometimes you start discipling people way before they have said, yes, I want to follow Jesus. Und manchmal ist es so, dass du anfängst, Leute in Jüngerschaft hineinzuführen, lange bevor sie sagen, ja, ich entscheide mich für Jesus. You understand that? Versteht ihr das? I think Jesus was discipling the disciples before they really got saved and believed in Jesus completely. Ich glaube, dass Jesus die Jünger berufen hatte, lange bevor sie erkannt haben, wer Jesus wirklich ist. Und some of them even at the very end, they were doubting if Jesus was really Jesus, the Messiah. Und einige von ihnen haben bis zum Schluss noch immer gezweifelt, ob Jesus wirklich der Messias ist. Have you ever read Matthew chapter 1 verse 17? Habt ihr schon mal Markus 1,17 gelesen? Have you ever read this? Habt ihr das schon mal gelesen? Follow me and I will make you fishers of men. Folgt mir nach und ich werde euch zu Petrus, folge mir nach und ich werde dich zum Menschenfischer machen. Anybody has a coin there? Hat jemand eine Münze da? Steve Smith taught me this one. Steve Smith hat mir diese Sache mal gezeigt.
So he said, Julio, do you want to have a coin? Und er sagte zu mir, Julio, möchtest du eine Münze haben? He's like, okay. give me 1,000 coins. Mit 1000. I said, am I able to give you half of the coin? Und er sagte, bin ich in der Lage, dir eine halbe Münze zu geben? And I said, I think you can't. Und ich sagte, ja, ich glaube, das funktioniert nicht. So he said, this coin is Mark 1:17. Und er sagte, diese Münze ist Markus 1, Vers 17. This face is follow me. Diese Seite ist, folge mir nach. And this face is, I'll make you fisher of men. Und die andere Seite ist, ich mache dich zum Menschenfischer. Nobody can follow Jesus without being a fisher of men. Niemand kann Jesus nachfolgen, ohne zum Menschenfischer zu werden. It's a nonsense. Denn das ist Blödsinn. It's a car that doesn't drive. Das ist wie ein Auto, das nicht fährt. It's an airplane that doesn't fly. Wie ein Flugzeug, das nicht fliegt. It's a food that kills you. Wie Nahrung, die dich umbringt. It makes no sense. Das macht keinen Sinn. You cannot be a follower of Jesus that is not touching people's life with the light of Jesus. Du kannst kein Nachfolger Jesus sein, ohne das Leben von anderen mit dem Leben Jesu zu berühren. You find the explanation of that one in the Great Commission. Die Erklärung dafür findest du in diesem Evangelisationsauftrag. And in many other expressions that came from the mouth of Jesus. Und in vielen, vielen anderen Aussagen Jesu. If we follow the Master, we will do the things that the Master is doing. Wenn wir dem Meister nachfolgen, werden wir genau das tun, was der Meister tut. When we are serious about Jesus, we are serious about the mission of Jesus. Wenn wir es ernst meinen mit Jesus, dann müssen wir es auch ernst meinen mit der Mission, dem Auftrag Jesu. And I shared this with them. Und ich habe das mit ihnen mitgeteilt. You follow Jesus and you become a fisher of men. Du folgst Jesus nach und du wirst zum Menschenfischer. And the next days, next weeks, thanks Axel. Next days, next weeks. Und die nächsten Tagen und Wochen. You will go into baptism. Dann geht ihr rein in die Taufe. Very important, you prepare them for persecution. Ganz wichtig, bereitet sie auf Verfolgung vor. In other words, help them count the costs. Das heißt, in anderen Worten, hilf ihnen, die Kosten zu überschlagen. They need to understand what they are getting into. Sie müssen verstehen, in was sie sich da reinreiten. In other countries, counting the costs is saying maybe they kill me. In anderen Ländern kann das bedeuten, es kann sein, dass sie mich umbringen. But here in Germany, what does it mean to count the costs? Was bedeutet es hier in Deutschland, die Kosten zu überschlagen? Being rejected. Abgelehnt zu werden. People saying you're a weak person. Dass Menschen sagen, oh, du bist ein Schwächling. People just rejecting you, just not wanting to be your friends no more. Dass Leute einfach nicht mehr mit dir befreundet sein wollen. Your traditional family saying, why are you getting baptized again? Dass deine traditionelle Familie sagt, wieso lässt du dich neu taufen? Yes, losing your job. Es könnte heißen, dass du deine Arbeit verlierst. What does it mean? Was bedeutet es? There are always costs to be counted. Es sind immer Kosten, die man überschlagen muss. Yeah? That's important. You have to have this conversation with them. Das ist wichtig, dass ihr mit euren Jüngern dieses Gespräch führt, dieses Don't Thema. dilute the gospel. Verwässert das Evangelium nicht. Don't make it look nicer to them. Versucht nicht, es für sie irgendwie angenehmer zu machen. Just share the gospel, the real gospel. Sondern verkünde ihnen das wirkliche, das echte Evangelium. Take your cross and follow me. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. If you put both your hands there, don't look back. Wenn du beide Hände an den Pflug legst, schau nicht zurück. It's about running a race. Es geht darum, wie ein Rennen zu laufen. It's not about a nice walk in the park. Es geht hier nicht um einen netten Spaziergang im It's about Park, fighting the fight. sondern es geht darum, den Kampf zu kämpfen. It's about dying to yourself. Dir selber abzusterben. I'm not inviting you to include Jesus as another area of your life. Und ich lade dich eben nicht ein, Jesus nochmal so als kleines Ding zu deinem Leben dazu What zu I'm fügen. telling you is just to make Jesus your King and your owner, your Lord. Sondern ich bitte dich darum, dass du Jesus zu deinem König und zu deinem Herrn machst. That everything in your life spins and just turns around Jesus. He is the center. You are no longer the center. So dass alles in deinem Leben sich nur noch um Jesus dreht und nicht mehr du im Zentrum stehst, sondern er. That's how we follow Jesus. So folgen wir Jesus nach. And then we fish. Und dann fangen wir an zu fischen. And we give them a vision to witness. Und dann geben wir eine Vision zu bezeugen. And to share all the people about the gospel of Jesus Christ. Mit allen Menschen das Evangelium zu teilen. To just go out there and proclaim the gospel with power and words and testimony. Hinzugehen, das Evangelium zu verkünden durch
Worte der Kraft und mit Zeugnissen. There are different calls for you and I to share the gospel. Es gibt einen unterschiedlichen Ruf für dich und mich, wie wir das Evangelium verkünden können. And different calls. One call is a call from under. Ein Ruf, der kommt von unten. The call that is the people that have gone to hell without Jesus Christ. Die Menschen, die in die Hölle gegangen sind ohne Jesus. That they rejected Jesus Christ. Sie haben Jesus abgewiesen, zurückgewiesen. There's another call to follow, to share the gospel of Jesus Christ. It's a call from above. Es gibt einen anderen Ruf, um das Evangelium zu verkünden, und der kommt von oben. The call that is saying from heaven, the Lord is saying, go feed my sheep. Und dieser Ruf, der vom Himmel kommt, wo Jesus sagt, komm, geh hin und weide meine Schafe. There's another third call that is a call from inside of you and me. Ein dritter Ruf, der von innen kommt, in dir und mir. That in me, the Holy Spirit is crying out, go out and just share the goodness of Jesus with other people. Und in uns ruft der Heilige Geist, geh hin und teile den Leuten das Evangelium. And the fourth call is the call from outside. Und der vierte Ruf ist der, der von außen kommt. When you walk through this world and you open your eyes and you see the brokenness of this world. Wenn du durch diese Welt gehst mit offenen Augen und du siehst die Zerbrochenheit dieser Welt. The call from under, from above, from inside, from around you. Der Ruf von unten, von oben, von innen drin und von außen. There's no way you can cover your eyes and not your ears and not listen to this call. Und es gibt eigentlich keine Möglichkeit, die Ohren zu verschließen und diesen Ruf nicht wahrzunehmen. As I said before, why to do it, to whom and how? Und wie ich vorher gesagt habe, die Fragen, warum, why to share the gospel? Warum das Evangelium weitertragen? To whom? Wem soll das weitergeben? And how to share the gospel? Und auf welche Art und Weise? And I have this session in YouTube. Und ich habe dieses Video on YouTube. That it's just I didn't do it this weekend just to save some time. Ich habe dieses Wochenende, schauen wir uns das nicht an, um Zeit zu sparen. It's a session that you go on YouTube and you find this one and it's just sharing how to share the gospel with other people. Wie wir das Evangelium, warum und wie wir das Evangelium weitergeben. Yeah. Then let's finish with this one. Lass uns das noch hier beenden. Encourage them to group immediately. Ermutigt sie, dass ihr sofort eine Gruppe bildet. Please, that's you cannot baptize people, train them to share the gospel and not encourage them to group together. Es geht nicht, dass man Menschen tauft, sie trainiert, das Evangelium weiter zu verbreiten und dass sie nicht zusammenkommen. To have a church together, be a church together with others. Gemeinsam eine Gemeinde zu sein. To make disciples together, to grow as disciples together. Gemeinsam als Jünger zu wachsen. That makes no sense to me. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. And they, you know, when a person comes to faith and he starts walking in the way of the Lord. Wenn jemand zum Glauben kommt und anfängt, in den Wegen des Herrn zu gehen. He's a baby. Er ist noch ein Baby. You don't say to him, okay, nice baby, I have to go. Und dann sagt er, ist in Ordnung, Baby, nett, ich gehe jetzt. There are the bottles, there is the powdered milk, there is the hot water. Da steht die Flasche, da ist das Milchpulver, da das heiße Wasser. Okay, baby 1, baby 2, baby 3, 4, just get together, have a party together and drink some milk. Baby 1, Baby 2, Baby 3, Baby 4. Habt einfach eine gute Zeit zusammen und trinkt ein bisschen Milch. If you had a neighbor, a woman, there's a woman in your neighborhood. Wenn du eine Frau in deiner Nachbarschaft hast. That she would just leave your house, her house. Und wenn sie einfach ihr Haus verlassen würde. And she would leave the whole day her 4 or 5 babies alone. Und sie würde ihre 4, 5 Babys den ganzen Tag alleine lassen. With the powdered milk, the bottles and the hot water. Mit der Milchpulver, den Flaschen und dem heißen Wasser. Would you not call the judge just to come and take the children away? Würdest du dir dann nicht beim Jugendamt anrufen, dass sie die Kinder in Sicherheit bringen? I think it's the same with spiritual babies. Ich glaube, dass es mit geistlichen Kindern nicht anders ist. You need to disciple them in a church setting because that's what Jesus is modeling, that's what the Bible says. Wir müssen sie in einer Gemeindeumgebung in dieser Jüngerschaft You don't just let them, oh, I hope you are disciple, you grow together and have fun. Und du überlässt sie nicht selbst, oh, ich hoffe, ihr schafft das mit dieser Jüngerschaft. Otherwise, Jesus would have not discipled the disciple how he did. Denn andernfalls hätte Jesus niemals seine Jünger so in Jüngerschaft geführt, wie er es tat. Otherwise, Paul would have not planted the churches he planted and discipled the people how he discipled them.
Sonst hätte Paulus niemals die Gemeinde gegründet, die er gegründet hat, und die Menschen auf die Weise, wie er es tat. So if we want to say we are following the Bible, we need to practically and really follow the Bible. Und wenn wir sagen, wir wollen es biblisch machen, dann müssen wir auch praktisch der Bibel folgen. Also ich nehme das jetzt gerade Please louder. Wenn manche haben so das Gefühl, die sammeln bloß Trophäen, wie der Jäger im Wald, ja. Aber die lassen das, die nehmen nur das Geweih. I don't understand what he said. Some people are like the hunters in the forest. They're just hunting, and they just want to have the horns for the wall. Yeah. Aber wo ist die Liebe, ja, die uns eigentlich rausgetrieben hat, zu den Menschen, die Verlorenen zu retten? Wo ist die Liebe? The love that brought us and drove us out to reach the people. Where is it? If some of you feel rebuked or confronted now, take it, brothers and sisters, take it. Wenn jemand von euch sich jetzt hier konfrontiert und zurechtgewiesen fühlt, dann nimm es. Because I think this is from God for us today. Denn ich glaube, das ist wirklich von Gott auch für uns heute. As a church in Germany, we need to learn that we have to disciple people. Als Gemeinde Gottes in Deutschland, wir müssen es lernen, dass wir Menschen zu Jüngern machen. You don't give birth to someone and just leave them there. Du bringst niemanden zur Welt in der Geburt und lässt ihn dann da liegen. That's an example of a German. You don't go hunting. But yeah, it's a sad. Typisch deutsches Beispiel mit dem Jäger, aber es ist wirklich. Can I use it for my next teaching? Kann ich das für meine nächste Lehre verwenden? In Africa, they need the meat. They need to eat it. In Afrika jagen teilweise. Yeah. That's a sad thing. And I take this with seriousness and depth. Und ich nehme das wirklich mit Ernsthaftigkeit und Tiefe an. Because I think we cannot give what we have not received. Wir können nicht das weitergeben, was wir nicht selbst empfangen haben. We do the best we have. Wir gehen mit dem Besten, was wir haben. But the more we come closer to Jesus, aber je mehr wir Jesus nahe kommen, the more he says, "Let me show you a higher way." Umso mehr sagt er zu uns, komm, lass mich dir einen besseren, höheren Let me Weg zeigen. share my heart more with you, so you know me better. Lass mich dir mein Herz mehr zeigen, tiefer zeigen, dass du mich noch tiefer kennst. And one of the areas that we have to open our eyes to is continuous discipleship. Und einer der Bereiche, wo wir wirklich unsere Herzen und unsere Augen öffnen müssen, ist andauernde Jüngerschaft. Amen? Amen. Thank you so much for having me here. Danke, dass ich hier sein darf. Have you learned something? Has something impacted you in these days? Hat euch in diesen 2 Tagen etwas getroffen? Habt ihr wirklich was gelernt, was mitgenommen? I'd like 3 or 4 of you to come here and just say, what do you take home? Come, you can start. 3 oder 4 kommt einfach nach vorne und sagt kurz, was ihr mitnehmt. Yeah. So we can just, now that it's fresh, we can together just share with one another what we are taking home. Jetzt, wo es noch frisch ist, können wir einfach das miteinander teilen, was wir mitnehmen. Ja, also ich bin sehr dankbar, dass ich hier wirklich dran teilnehmen durfte. Es ist einfach genau das, was gefehlt hat. Ja? Also diese strukturierte, diese gerade Linie. Ja? Ich hatte den Eindruck, dass ich immer sehr unstrukturiert unterwegs war und wie der Seemann einfach die Samen überall hingestreut habe. Ja? Okay. Aber das ist jetzt was, wo ich wirklich weiter wachsen darf und lernen darf und ich wirklich weiß, dass es vorwärts geht. Da bin ich dir sehr dankbar für. Genau. Something else? Noch was? A principle you got from here. Irgendein Prinzip, was du noch mitnimmst? Sicherlich, ja. Es ist sehr tief jetzt gewesen, gestern und heute, und ich muss es erstmal verdauen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich... Thanks a lot. Ja, danke. Anybody else want to share? What are you taking home from here? Jemand anders? Was nimmst du mit? Doesn't have to be a great new revelation, just something you're taking home. Es muss keine riesige große Offenbarung sein, sondern irgendetwas, was du mitnimmst. Something that you think that if you recall it now from the training
other people can be blessed with it. So etwas, wo du sagst, wenn ich das mir wieder vor Augen führe jetzt von der Lehre, da werden die Leute gesegnet werden. Mhm. Also mir hat es jetzt geholfen, weil ich sehe gerade bei mir zu Hause, dass Gott eine Gruppe zusammenführt. Er baut Gemeinde. Ich habe schon eine Jüngerin zu Hause und ein anderer Jünger, der im Nachbardorf ist, der will mit mir was starten im Januar und jetzt habe ich so eine Basis, wo ich das machen kann. Halleluja. Mit ihm zusammen. Und seine Frau ist noch nicht umgekehrt und noch nicht getauft. Ich hoffe, sie kann dann auch mitmachen. Auf jeden Fall, wenn wir bei ihm zu Hause sind und so. Ja, es hilft mir jetzt, weiterzugehen. Great. Danke. So, Matthias? Noch jemand? Was mir aufgefallen ist, ich habe mich so ein bisschen, ich habe mich so die letzten Wochen so ein bisschen mich eigentlich aus meinem Sozialleben zurückgezogen und habe eigentlich nur noch zu Hause gelebt, meine Uni zu Hause gemacht und meine Arbeit halt gemacht. Und sonst bin ich halt auf die Straße gegangen und habe so Leute versucht kennenzulernen. Aber mir wird immer mehr und mehr bewusst, dass auch Julio zum Beispiel, wo ich jetzt mal mit ihm auch in der Bar war, dass es gut ist, dass ich Freunde habe außerhalb der Welt, mit denen normale Sachen mache, Spaß habe. Und dass ich von den Orten auch genauso Leute erreichen kann. Und es ist nicht immer nur nach dem Schema erst rausgehen, für Kranke beten und die dann irgendwo hinnehmen, sondern dass ich auch einfach mit Leuten Spaß haben kann, ihnen was vorleben kann, weil das auch mein Charakter schleift. Und dass mein Charakter genauso wichtig ist wie die Sachen, die ich außerhalb mit meinem Geist mache. Genau. Thank you so much. Matthias? Für mich war das auch der Punkt, also ich habe die letzten Jahre mich so ziemlich von allem abgesägt, was weltlich ist, und jetzt habe ich eigentlich keine weltlichen Freunde mehr und gar nichts. Nur noch Christen um mich herum, und vielleicht sollte ich das wieder, weiß nicht, mal sehen. Und dieser eine Punkt hat mir gefallen, der war mir gar nicht so bewusst, dass es biblisch ist, Leute dazu zu motivieren, von Jesus zu erzählen, obwohl sie selbst noch nicht an ihn glauben. Das ist ja faszinierend. Und deine Beziehung zu Finanzen, wie du mit Finanzen umgehst, das finde ich richtig gut. Also kann man sich eine Scheibe abschneiden. Aber das sind viele Dinge. Also, du musst das sowieso nochmal durchlesen. Noch jemand? Zum Schluss? Mir ist nochmal aufgegangen, jetzt einfach so richtig klar geworden, wie wichtig es ist, zielgerichtet wirklich Leute in die Jüngerschaft reinzuführen. Ja. Und weil man sich sonst einfach nur im Kreis dreht in dem Land und eigentlich nicht wirklich weiterkommt. Very good. Awesome. So I thank you so much for your time that we have spent in these days together. Ich möchte euch einfach danken für die Zeit, die ihr investiert habt, dass wir hier diese 2 Tage miteinander verbracht haben. It is my prayer that the gospel flows filling this whole region. Es ist mein Gebet, dass das Evangelium die ganze Region erfüllt. That you see people coming to faith and being discipled. Dass ihr erlebt, wie Menschen zum Glauben kommen und zu Jüngern gemacht werden. That the hand of the Lord is alive and working through your life. Dass die Hand des Herrn lebendig ist und durch euch in eurem Leben wirkt. Then you start discipleship groups that become churches, that plant churches. Dass ihr Jüngerschaftsgruppen anfangt, die zu Gemeinden werden, die wieder neue Gemeinden gründen. And that you can just rejoice on the stories of these young people, just the young in faith, impacting others. Und dass ihr euch freuen könnt, wenn ihr die Berichte hört, wie diese jungen Leute, also Junge im Glauben, losgehen und die ganze Gegend beeinflussen. I will continue to post more resources in the same website. Ich werde an dieser selben Stelle auf der Website mehr Ressourcen, mehr Dinge I posted some of them last night. Ich habe einiges davon über die Hälfte gestern Abend noch gepostet. 2 others that I used today, I will post them as well. Und die 2 anderen, die ich heute benutzt habe, werde ich auch hochladen. One easy way to stay in touch with me is this website. Also ein einfacher Weg, mit mir in Kontakt zu bleiben, ist die Website. And what we have done in these days was entdecken. Und das, was wir jetzt in diesen Tagen gemacht haben, war dieser Entdeckenkurs. It's just a very superficial initial introduction to discipleship movements. Eine ganz anfängliche, oberflächliche Einleitung in dieses ganze Thema. Just that we can grasp a vision of what it would be like to have a disciple-making movement around us. Einfach, dass wir mal diese Vision fassen, ergreifen, wie es sein könnte, wenn wir hier eine
Jüngerschaftsbewegung haben. How we can start with 2, 3 disciples, with one little group and dream for more groups. Wie wir mit 2, 3 Jüngern, mit einer kleinen Gruppe anfangen können und von viel, viel mehr träumen können. And my next step, when we meet again, will be an Entwickeln. Mein nächster Schritt, wenn wir uns wieder treffen, wäre der Entwickeln-Kurs. We will go deeper with more tools. Dann würden wir einfach da tiefer einsteigen mit mehr Werkzeugen. And with starting how to start healthy churches that are strong in discipleship. Und eben darum, wie wir gesunde Gemeinden aufbauen können, die jetzt stark sind in Jüngerschaft. Some of you are not connected to any church. Einige von euch sind mit keiner Gemeinde verbunden. And what we do is that we help you plant a new church or a new discipleship group. Was wir machen, wir helfen dir, dass du eine neue Gemeinde oder eine neue Jüngerschaftsgruppe And some of you, beginnst. you are part of a church already. Einige von euch sind schon Teil der Gemeinde. And you see, okay, my church is not very strong in discipleship or church planting or missions. Und du sagst, okay, meine Gemeinde ist nicht besonders stark in Jüngerschaft, in Gemeindegründung. So with you, what we'd like to do is come and support your church in those areas. Was wir auch gerne machen, ist, dass wir kommen und deine Gemeinde in den Bereichen unterstützen. There are more discipleship and training videos. Da gibt es noch mehr Jüngerschaft und Trainings. And here in this link is where you are able to download the documents. Und hier links bei Hilfsmittel, dort könnt ihr die Sachen runterladen. There are some positions that are open still and we really need workers. Dann gibt es ein paar Stellen, wo wir einfach Mitarbeiter brauchen. Mainly people that can help us administrate the many requests that we have. Come help us start a group, come do a training here, come help us there. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du uns helfen kannst, wenn du willst. Yeah, thank you, that's much better. Okay, so it has been for me a joy to be here and may God bless you. Es ist für mich einfach eine echte Freude gewesen, hier zu sein und ich bitte, dass Gott euch segnet.